Auf dieser Karte ist die gesamte Strecke unserer Skandinavienreise zu sehen. Von unserem Heimatort Marching fahren wir nach Rostock und dann geht es mit der Fähre nach Helsinki. Danach schauen wir uns das Saimaa-Seengebiet an und fahren durch die finnischen Wälder in Richtung Norden. Bei einem kurzen Abstecher nach Schweden besuchen wir dort ein Mitsommerfest. Anschließend fahren wir zurück nach Finnland, überqueren den Polarkreis und reisen nach Norwegen ein. Wir schauen uns den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands an, bevor wir auf der Insel Magerö und ans Nordkap fahren. Ab hier geht es in Richtung Süden. Zuerst auf die Inselgruppe der Lofoten und danach zurück aufs Festland. Im Süden Norwegens besuchen wir Bergbaustätte und wandern im Jotunheimen Nationalpark. In Schweden gehen wir zum Kajakfahren, besichtigen Stockholm und anschließend die Insel Öland. Am Schluss nehmen wir von Malmö aus eine Fähre und kommen zurück nach Deutschland. Bei dieser Reise sind wir knapp 4 Monate unterwegs und fahren 12.000 Kilometer. Rostock ist sozusagen der Ausgangspunkt für unsere Skandinavienreise. Von hier aus nehmen wir eine Fähre nach Finnland. Doch vorher haben wir noch Zeit für eine kurze Stadtbesichtigung. Rostock ist die größte Stadt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und wurde bereits im 12. Jahrhundert gegründet. Seit der Wiedervereinigung ist das historische Stadtzentrum gründlich saniert worden und man hat den Stadthafen zu einer Bummelmeile mit Restaurants, Theatern und Geschäften ausgebaut. Rostock liegt nicht direkt an der Ostsee, sondern am Fluss Warnow. Kurz bevor der Fluss in die Ostsee mündet, breitet er sich zu einer großen Lagune aus, die Breitling heißt. Und hier liegt der Rostocker Seehafen. Er ist einer der größten deutschen Häfen an der Ostsee und von hier gibt es Fähren nach Skandinavien, Polen, Estland und Russland. Mehrmals pro Woche kann man von Rostock mit der Fähre nach Helsinki fahren. Die Reederei Finnlines setzt auf dieser Strecke ihre schnellen Starklass-Schiffe ein, die eine Mischung aus Ro-Ro-Fähre mit Passagierkabinen sind. Unser Schiff ist die Finnlady. Sie ist 218 Meter lang, 30 Meter breit und seit dem Jahr 2007 im Einsatz. Für die Überfahrt bezahlen wir 630 €. In diesem Preis sind der Unimog und eine Außenkabine für 2 Personen enthalten, allerdings keine Verpflegung. Wie bereits gesagt, liegt der Rostocker Seehafen nicht direkt am Meer, sondern in Breitling. Diese Lagune ist mit der Ostsee über einen schmalen Seekanal verbunden, den wir hier sehr langsam durchfahren. Wir kommen am Strandbad Warnemünde vorbei und erst nach knapp 7 Kilometern erreichen wir die offene Ostsee. Das Wetter bei unserer Abreise ist ideal. Bei herrlichem Sonnenschein verlassen wir Deutschland und freuen uns schon auf die Überfahrt und die vor uns liegenden Monate in Skandinavien. Wir fahren an einem Donnerstagnachmittag los, haben 2 Übernachtungen an Bord und erreichen am Samstagvormittag Finnland. Seit man im Stadtteil Vuosaari einen großen Containerhafen gebaut hat, legen die Fährschiffe dort an und fahren nicht mehr, so wie früher, ins Stadtzentrum.
Die Einreise nach Finnland ist einfach. Wir fahren von Bord und dürfen ohne weitere Kontrolle das Hafengelände verlassen. Schließlich sind wir weiterhin in der EU unterwegs. In größeren Städten machen wir es oft so, dass wir den Unimog außerhalb parken und lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Vom Stadtteil Vuosaari gibt es eine Metro-Verbindung ins Zentrum und so kommen wir mit der Bahn direkt in die Innenstadt Helsinkis. Die Fahrt zum Hauptbahnhof dauert gerade mal 20 Minuten. Wenn wir in ein Land fahren, lernen wir normalerweise ein paar Worte der Landessprache. Aber Finnisch gilt als kompliziert und die langen Wörter wirken abschreckend auf uns. Deshalb haben wir es gar nicht erst versucht. Die Stadt Helsinki ist im Juni 1550 auf Befehl des schwedischen Königs Gustav Vasa gegründet worden. Damals war Finnland noch Teil des Schwedischen Reiches. Im Jahr 1809 kam Finnland unter russische Herrschaft, weil die Schweden den Krieg gegen Russland verloren haben. 3 Jahre später ist Helsinki dann von Zar Alexander I. im neuen Großfürstentum Finnland zur Hauptstadt gemacht worden. Weil die Stadt durch ein Feuer stark zerstört war, hat man damals den deutschen Architekten Karl Ludwig Engel damit beauftragt, Helsinki neu aufzubauen. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat er etwa 30 öffentliche Gebäude entworfen und mit ihrem klassizistischen Stil prägen sie noch heute das Aussehen dieser Stadt. Ein unbedingtes Muss bei der Stadtbesichtigung ist das Sibelius-Denkmal. Es liegt im Sibelius-Park im Stadtteil Töölö und ist dem weltbekannten finnischen Komponisten Jean Sibelius gewidmet. Das Denkmal besteht aus über 600 Stahlröhren und wiegt 24 Tonnen. Obwohl es mit seinen Röhren an eine Orgel erinnert, soll es eigentlich ein Symbol für den finnischen Wald sein. Nach dem Tod des Komponisten hat man einen Wettbewerb ausgeschrieben, den die finnische Bildhauerin Aila Hiltunen gewonnen hat, obwohl ihr Werk am Anfang sehr umstritten war. Erst nachdem sie noch ein Porträt des Komponisten hinzugefügt hat, war die Sibelius-Gesellschaft mit dem Denkmal einverstanden. Zum 10-jährigen Todestag des Komponisten im September 1967 ist das Denkmal vom damaligen finnischen Präsidenten Kekkonen eingeweiht worden. Und mit seiner ungewöhnlichen Form ist es seitdem eine gern besuchte Sehenswürdigkeit in der Stadt. Eine weitere Attraktion in der Stadt ist die Felsenkirche Tempeli Aukio. Für ihren Bau wurde in einem 12 Meter hohen Granitfelsen ein Loch gesprengt. Damals, in den 1960er Jahren, hat man das Projekt der Architektenbrüder Suomalainen eher als Größenwahnsinn betrachtet. Doch heute ist die Kirche sehr beliebt und zieht jährlich mehr als 500.000 Besucher an. Die Kirchenwände bestehen aus unbehauenem Fels und erzeugen eine einmalige Akustik. Deshalb finden hier oft Orgel- und Klavierkonzerte statt. Licht bekommt die Kirche durch das Kupferdach mit seinen Fenstern. Wenn man die Kirche von außen betrachtet, wirkt sie völlig unscheinbar. Man sieht nur eine Wand aus groben Granitsteinen und darüber die flache Kupferkuppel. Am Senatsplatz stehen mehrere vom deutschen Architekten Engel entworfene Gebäude, unter anderem das alte Senatsgebäude. In der Mitte des Platzes steht ein Denkmal für den russischen Zaren Alexander II. Er hat viel dazu beigetragen, dass sich Finnland weiterentwickelt hat und deshalb ist ihm hier ein Denkmal gesetzt worden. Das bekannteste Wahrzeichen Helsinkis ist der weithin sichtbare Weiße Dom. Der Entwurf dazu stammt von Karl Ludwig Engel.
Nach seinem Tod ist der Bau vom deutschen Architekten Lohrmann fortgesetzt worden. Nach unserer Stadtbesichtigung fahren wir nun weiter in das Saimer Seengebiet nahe der russischen Grenze. Das Saimer Seengebiet umfasst ein Labyrinth aus knapp 120 Seen und 14.000 Inseln. Und wenn man hier unterwegs ist, dann kommt es schon mal vor, dass die Straße aufhört und man für die Weiterfahrt eine Fähre braucht. Die gelben Fähren in Finnland gehören zur staatlichen Straßenverwaltung. Sie sind Teil des allgemeinen Straßennetzes und ihre Benutzung ist kostenlos. Die Fähren sind tagsüber immer im Einsatz, manche fahren bei Bedarf auch nachts. Die meisten Fährschiffe gehören zum Typ der sogenannten Seilfähren. Das heißt, sie haben zwar einen eigenen Antrieb, sind aber durch ein Seil fest mit beiden Ufern verbunden. Die Geschichte der staatlichen Fähren in Finnland ist bereits über 200 Jahre alt. Die meisten Fähren hat es in den 1970er Jahren gegeben. Damals waren es 110 Stück. Im Laufe der Jahre sind jedoch viele Brücken gebaut worden und heute gibt es nur noch 38 dieser kleinen Fähren. Die kürzeste Verbindung beträgt gerade mal 160 Meter, die längste dagegen fast 10 Kilometer. Die Fährgesellschaft gibt an, dass jedes Jahr auf den Fähren 5 Millionen Fahrzeuge und 10 Millionen Passagiere transportiert werden. Finnland hat den Beinamen Land der 1000 Seen. Nach offizieller Zählung sollen es knapp 188.000 Stück sein. Fast ein Zehntel des Landes ist von Wasser bedeckt. Weil der größte Teil Finnlands eher flach ist, nutzen wir im Kooli-Nationalpark die Gelegenheit, auf den Kooliberg hinaufzufahren. Er ist zwar nur 350 Meter hoch, aber diese Höhe reicht schon aus, damit wir eine Übersicht über die Gegend bekommen. Die Aussicht von oben auf die Seenlandschaft ist beeindruckend. Vor uns liegt ein regelrechtes Mosaik aus Wasser, Inseln und Wald. Diese Aussicht vom Kooliberg gilt in Finnland sogar als Nationalsymbol, weil sie viele Künstler zu ihren Arbeiten inspiriert hat. Wir sind bei der Fahrt in Richtung Norden meist auf Nebenstraßen unterwegs und dabei sehen wir oft kleinere Gruppen von Rentieren. Die Rentierhaltung hat in Finnland eine lange Tradition. Es gibt schätzungsweise an die 200.000 Tiere. Für die Finnen sind sie reine Nutztiere. Vom Fleisch über das Fell bis hin zu Knochen und Geweih wird alles verarbeitet. Rentiere ernähren sich hauptsächlich von Gräsern und Moos, wenn sie ab dem Frühjahr frei herumziehen. Zusammengetrieben werden sie von ihren Besitzern nur, wenn man die Tiere zählt, wenn man die neugeborenen Kälber markiert und im Herbst, wenn man die Schlachttiere aussortiert.
unserer ersten Skandinavienreise war es eine ziemliche Überraschung, als wir neben der Straße ein Feld mit Vogelscheuchen gesehen haben. Inzwischen wissen wir, dass es sich dabei um ein Kunstwerk des finnischen Tänzers Reijo Kela handelt. Er hat dem Ganzen den Namen Stilles Volk gegeben. Das Kunstwerk gibt es bereits seit 1988. Damals hat der Künstler die Figuren in einem Kirchendorf aufgestellt. 1994 waren sie dann erst auf dem Senatsplatz in Helsinki zu sehen, bevor sie ihren endgültigen Standort auf dieser Wiese bekommen haben. Seitdem kommen immer mehr Figuren dazu und im Moment besteht das Stille Volk aus etwa 800 Stück. Eine Werkstatt kümmert sich um den Bau und den Erhalt dieser Figuren. Mit Hilfe von Freiwilligen werden die Figuren sogar zweimal im Jahr, nämlich im Sommer und Winter, neu angezogen. Auf unserer Reise kommen wir zufälligerweise vorbei, als man den Figuren gerade die Sommerkleidung anzieht. Für die Bekleidung der Vogelscheuchen werden extra Sammlungen organisiert. Dabei kommen Spenden aus der ganzen Welt zusammen. Und deshalb sehen die Figuren jedes Jahr anders aus. Nach den langen Wintermonaten müssen bei vielen Figuren die Köpfe erneuert werden. Das Material dafür kommt direkt von der Wiese, auf der die Vogelscheuchen stehen. Manche der Figuren wirken fast lebendig. Je nachdem, wie gerade das Tageslicht auf die Köpfe fällt, hat man das Gefühl, als ob man direkt in ein Gesicht schauen würde. Der Künstler wird oft gefragt, was das Kunstwerk bedeutet, aber bisher hat er darauf jede Antwort verweigert. Es bleibt also jedem selbst überlassen, den Sinn des Kunstwerks zu interpretieren. Das Stille Volk steht auf einer Waldlichtung direkt neben der Nationalstraße 5. Es ist im Laufe der Jahre eine richtige Attraktion geworden und jedes Jahr stoppen hier Tausende von Urlaubern, um sich die bunten Vogelscheuchen anzuschauen. Je weiter wir nach Norden fahren, desto einsamer wird es. Das kommt uns natürlich sehr entgegen, denn dadurch finden wir jeden Tag ruhige und schöne Übernachtungsplätze im Wald. Manchmal haben wir gleich einen ganzen See für uns allein. Unser Unimog ist uns dabei oft von Vorteil, denn dadurch kommen wir problemlos auch an schwer zugängliche Stellen. Es ist inzwischen fast Ende Juni und bevor wir weiter in den Norden fahren, machen wir erst einen Abstecher nach Schweden. Bei unserer ersten Skandinavienreise waren wir in Schweden auf einem Mitsommerfest. Dort hat es uns so gut gefallen, dass wir uns ein solches Fest noch einmal anschauen wollen. In den skandinavischen Ländern feiert man Mittsommer während der Sommersonnenwende. Wir fahren dazu nach Gammelstad, einem Kirchendorf in der Nähe von Luleå. Mit Kirchendorf bezeichnet man in Schweden eine Ansammlung von Häusern, die man in früheren Zeiten für Kirchenbesuche benutzt hat. Über 70 Kirchendörfer hat es früher mal in Schweden gegeben. Davon sind nur noch 16 erhalten und Gammelstad ist das größte davon. Es gibt dort über 400 der kleinen roten Hütten.
Aufgrund seines guten Zustandes gehört das Kirchendorf Gamestad zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mitten zwischen den roten Hütten steht die Steinkirche. Sie ist zu Beginn des 15. Jahrhunderts aus rotem und weißem Granit gebaut worden. Den Chorbereich im Innenraum schmücken ein Altar aus Antwerpen und Wandmalereien aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Die Orgel dagegen ist erst 1971 eingeweiht worden. Von Juni bis August ist die Kirche täglich geöffnet, ansonsten nur an Wochentagen oder zu Gottesdiensten. Kirchendörfer sind vor allem im 16. Jahrhundert entstanden. Damals war es in Schweden Pflicht, in die Kirche zu gehen. Weil die Leute jedoch weit entfernt auf ihren Höfen gelebt haben, konnten sie nur zu bestimmten Feiertagen in die Kirche gehen. Deshalb sind um die Kirchen herum kleine Hütten gebaut worden, in denen man während dieser Zeit übernachten konnte. Die meisten der Hütten sind noch im Privatbesitz. Ein paar der Häuser sind als Museum eingerichtet und können besichtigt werden. Die Größe der Hütten hing natürlich davon ab, wie reich jemand war. In der Regel konnten sich nur große Landbesitzer solche Hütten leisten. Neben dem Kirchendorf befindet sich das Freilichtmuseum Hägnan. Dort kann man Bauernhöfe aus dem 18. und 19. Jahrhundert besichtigen. Und dort findet auch die Mitsommerfeier statt. Nach Weihnachten ist Mittsommer das zweitgrößte Fest in Schweden. Man trifft sich mit Freunden und Verwandten und bei schönem Wetter machen alle ein großes Picknick. An Mittsommer werden der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres gefeiert. Und das bereits seit Tausenden von Jahren. Ursprünglich war die Sommersonnenwende nach dem julianischen Kalender am 24. Juni, dem Geburtstag von Johannes dem Täufer. In Schweden wird Mittsommer immer zwischen dem 20. und dem 26. Juni gefeiert, und zwar an dem Samstag, der dem längsten Tag im Jahr am nächsten ist. Wie in jedem Land an besonderen Feiertagen gibt es auch in Schweden an Mittsommer ein traditionelles Essen. Ganz wichtig ist dabei der Hering und das in allen Variationen. Hier auf dem Fest zum Beispiel kommt er vom Grill. Wir wollen natürlich das Essen probieren und deshalb kaufe ich uns bei den Frauen am Stand eine Portion. Als traditionelle Beilagen zum Hering gibt es noch Kartoffeln und das für Schweden typische Knäckebrot. Zu trinken gibt es auf der Feier allerdings nur Fruchtsaft. In den meisten schwedischen Kommunen ist nämlich das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten und so wird hier nicht einmal Bier ausgeschenkt. Zum Mittsommer gehört auch ein geschmückter Baumstamm. Er sieht in den einzelnen Landesregionen unterschiedlich aus und heißt Mitsommerstange oder Maistange. Wobei das Wort Mai in diesem Fall nichts mit dem Monat zu tun hat, sondern vom alten Wort Maja kommt, was so viel bedeutet wie schmücken. Es werden grüne Äste, Birkenblätter und Blumen gesammelt und der Baumstamm wird damit vollständig umwickelt. Auf der Feier spielt auch eine Musikgruppe in schwedischer Tracht. Ein paar der Musiker spielen dabei auf einer Nyckelharpa, einem typisch schwedischen Instrument. Die Existenz dieses Instruments geht bis in das 14. Jahrhundert zurück. Der deutsche Name dafür ist Schlüsselfiedel. Der Einzug der Musikgruppe ist das Zeichen dafür, dass endlich der Baum aufgestellt wird. Die Maistange symbolisiert Fruchtbarkeit und ist bereits eine uralte vorchristliche Tradition. Auch sonst gibt es um das Mittsommerfest viele abergläubische Bräuche. Zum Beispiel, dass man am Morgen Tau sammelt, der gegen Krankheiten hilft,
Oder das Mädchen in der Nacht 7 Blumen sammeln, sie unter das Kopfkissen legen und nachts von ihrem künftigen Ehemann träumen. Nach dem Aufstellen des Baumes am frühen Nachmittag versammeln sich die Besucher am Tanzplatz. Hier führen die Einheimischen traditionelle schwedische Volkstänze vor. Bei der friedlichen Stimmung, blauem Himmel und Sonnenschein fühlen wir uns wie in eine andere Zeit versetzt. Die Mitsommerfeier vermittelt etwas von der Idylle, die wir mit Schweden verbinden und die vor allem durch die Schriftstellerin Astrid Lindgren beschrieben worden ist. Die Feier hier in Hägnern dauert bis zum späten Nachmittag. So gegen 16 Uhr brechen die ersten Zuschauer auf und verlassen die Wiese. Wir bleiben noch bis zum nächsten Tag und setzen erst dann unsere Reise fort. Von der Feier in Schweden fahren wir zurück nach Finnland. Dort überqueren wir den Polarkreis und reisen am östlichsten Grenzübergang nach Norwegen ein. Wir sind jetzt unterwegs in der norwegischen Provinz Finnmark. Sie grenzt direkt an Russland und wir machen hier einen Abstecher nach Grenze Jakobselv, einen verlassenen Ort an der Barentssee. Der Jakobsfluss bildet die Staatsgrenze zwischen Norwegen und Russland. Die Grenze verläuft mitten durch den Fluss. Auf dem ganzen Weg hierher sehen wir immer wieder die Grenzmarkierungen, die auf der russischen Seite rot-grün und auf der norwegischen Seite gelb-schwarz gestrichen sind. Das Gebiet hier war schon immer sehr umstritten. Die Barentssee ist sehr fischreich und hier gibt es große Öl- und Erdgasvorkommen, was gelegentlich zu Problemen zwischen Norwegen und Russland führt. Die Gegend hier soll bereits vor 10.000 Jahren besiedelt gewesen sein. Heute dagegen leben nur noch im Sommer ein paar Menschen in dieser Einsamkeit. Sehr beliebt sind Ausflüge von der 60 Kilometer entfernten Stadt Kirkenes. Die Einheimischen fahren hierher zum Angeln und Touristen kommen vor allem zum Wandern oder zur Vogelbeobachtung. Und mit etwas Glück kann man in der Bucht sogar Beluga-Wale sehen. Der Farangafjord ist in Europa einer der wenigen Orte, wo man die weißen Wale direkt vom Ufer aus beobachten kann. Beluga-Wale bevorzugen normalerweise eisfreie Gewässer rund um den Nordpol. In den Sommermonaten wandern sie jedoch in die flachen Meeresbuchten und Flussmündungen, um dort ihre neugeborenen Jungen aufzuziehen. Was heute so einsam ausschaut, war früher mal ein geschichtsträchtiger Ort. Das Haus zum Beispiel ist heute noch vorhanden und auf der Tafel wird erklärt, dass es für Pfarrer auf Dienstreisen gebaut worden ist. Ab 1939 ist es dann von norwegischen, deutschen und russischen Soldaten benutzt worden. Und außerdem wird nur erklärt, dass die Mauerblöcke, die man am Flussufer unten sieht, Überreste der deutschen Wehrmacht sind. Dieses Gebäude hier ist das ehemalige Pfarrhaus. Und man muss sich wundern, dass es den Zweiten Weltkrieg überstanden hat. Hier waren nämlich deutsche Truppen stationiert, aber im Oktober 1944 ist das Gebiet von der sowjetischen Armee eingenommen worden. Und normalerweise haben die Deutschen bei ihrem Rückzug alles zerstört, was noch vorhanden war. Der Grund für die Stationierung der deutschen Truppen hier oben im Norden war vor allem die russische Stadt Murmansk. Sie ist nur etwa 150 Kilometer Luftlinie entfernt und der dortige Hafen ist ganzjährig eisfrei.
Deshalb haben die Amerikaner und Engländer während des Zweiten Weltkriegs über diesen Hafen Versorgungstransporte in die damalige Sowjetunion geschickt. Und das wollten die Deutschen natürlich verhindern. Auch die Kirche in Grenze-Jakobself hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden. Sie stammt bereits aus dem Jahr 1869. Nach einem Besuch des damaligen schwedisch-norwegischen Königs Oskar II. Hat man sie zu seinen Ehren König-Oskar-Kapelle genannt. Wir verlassen nun Grenze-Jakobself und fahren weiter zur Eckerö-Halbinsel. Auch dort sehen wir ehemalige Anlagen der deutschen Wehrmacht. Diese Bunker und Stellungen sind Teil des sogenannten Atlantikwalls, der von Frankreich bis Norwegen reichte. Mit den befestigten Stellungen wollten die Deutschen ihre besetzten Gebiete vor einer Invasion der Alliierten schützen. Aber eigentlich wollen wir uns keine Bunker anschauen, sondern sind aus einem ganz anderen Grund hier. Auf der Halbinsel gibt es einen Vogelfelsen, wo jedes Jahr Zehntausende von Dreizehn-Möwen brüten. Immer wieder steigen die Vögel in Schwärmen auf und segeln in riesigen Formationen über das Meer dahin. Dreizehn-Möwen leben die meiste Zeit des Jahres auf dem offenen Meer. Nur zur Paarung und während der Brutzeit kommen sie an die Steilküsten. Dort bauen sie auf Vorsprüngen und Kanten ihre Nester, die aus Erde, Schlamm und Pflanzenteilen bestehen. Die Möwen legen 1 bis 3 hellgraue Eier, aus denen nach 30 Tagen die Jungen schlüpfen. Männchen und Weibchen wechseln sich erst beim Brüten ab, später dann auch beim Füttern der Jungen. Es dauert gut 40 Tage, bis die Jungen zum ersten Mal fliegen und das Nest verlassen. In der Möwenkolonie entdecken wir durch Zufall auch eine Grillteiste. Grillteisten gehören zu den Algvögeln. Sie ernähren sich hauptsächlich von Fisch, den sie auf dem offenen Meer fangen. Ihre Nester bauen sie in Höhlen, deshalb können wir es leider nicht sehen. Als die Grillteiste von ihrem Ausflug aufs Meer zurückkommt, verschwindet sie blitzschnell wieder in ihrer Höhle. Deshalb das Ganze nochmal in Zeitlupe. Das Gebiet rund um den Felsen steht seit 1983 unter Naturschutz. Es ist ein Paradies für Vogelbeobachtungen. Neben den Möwen kann man noch viele andere Vogelarten sehen. Oberhalb der Steilküste gibt es markierte Wanderwege mit vielen Infotafeln, die sogar in deutscher Sprache über Geschichte und Natur informieren. Wir bleiben gleich mehrere Tage und machen lange Spaziergänge, um Vögel zu beobachten.
Wir sind immer noch in der Provinz Finnmark unterwegs und besichtigen jetzt die norwegische Halbinsel Nordkinn. Hier befindet sich die echte Nordspitze des europäischen Festlandes und nicht, wie viele meinen, am Nordkap. Auf der Halbinsel sehen wir große Rentierherden. Über 2000 Tiere soll es hier geben. Sie ziehen im Sommer an die Küsten im Norden und bringen hier ihre Jungen zur Welt. Den kalten Winter dagegen verbringen sie im Landesinneren und wandern deshalb ab Herbst zurück in den Süden. Die Tiere werden bei ihren Wanderungen von den Besitzern begleitet. Es sieht nämlich nur so aus, als ob die Rentiere frei herumziehen würden. Eigentlich sind sie im Besitz von insgesamt 10 Familien. Damit man weiß, wem welches Tier gehört, schneidet jede Familie ihren Rentieren kleine Kerben ins Ohr. An der Spitze der Nordkinn-Halbinsel steht der nördlichste Leuchtturm Europas auf dem Festland, der Sleipnes 4. Bereits 1905 hat es hier zum ersten Mal einen Leuchtturm gegeben. Während des Zweiten Weltkriegs ist er von der deutschen Wehrmacht als Beobachtungsposten genutzt worden und bei ihrem Rückzug 1944 haben sie ihn dann zerstört. 4 Jahre später hat man einen neuen Turm aus Gusseisen gebaut. Er ist 39 Meter hoch und kann besichtigt werden. Wir bezahlen 50 Kronen Eintritt pro Person und dann steigen wir zur Spitze des Leuchtturms hinauf. Von oben haben wir eine fantastische Aussicht auf das vor uns liegende Eismeer und die Natur in der Umgebung. Bei schönem Wetter kann man hier die Mitternachtssonne sehen. Von Mitte Mai bis Ende Juli versinkt die Sonne nicht am Horizont, sondern bleibt 24 Stunden am Himmel stehen. Inzwischen ist es Mitte Juli und jetzt machen wir uns endgültig auf den Weg ans Nordkap. Wir kommen von der Nordkinn-Halbinsel und umrunden den Porsangerfjord. Dabei machen wir einen Stopp bei einer kleinen Halbinsel, denn hier liegt eine der markantesten Felsformationen in der Finnmark. Wir wollen zum Trollholmsund. Von einem Parkplatz gibt es einen kleinen markierten Weg und nach ungefähr 2 Kilometern erreichen wir diese hellen Kalksteinformationen. Bei ihnen handelt es sich angeblich um versteinerte Trolle, also um Geisterwesen aus der nordischen Sagenwelt. Die Trolle wollten angeblich einen riesigen Schatz im Porsangerfjord vergraben, was aber nicht funktionierte. Deshalb sind sie weitergezogen und wollten den Fjord überqueren. Dabei sind sie von der aufgehenden Sonne überrascht worden und konnten sich nicht mehr verstecken. Trolle können jedoch nur nachts aktiv sein und durch das Sonnenlicht sind sie zu Stein geworden.
An der Westseite des Porsanger Fjords entlang verläuft die Europastraße E69. Sie hat in ihrem Verlauf 5 Tunnel, ist 130 Kilometer lang und endet am Nordkap. Seit Juni 1999 erreicht man die Insel Margaröy über den Nordkap-Tunnel. Er ist knapp 7 Kilometer lang und an der tiefsten Stelle geht er 212 Meter unter den Meeresspiegel. Seit Juli 2012 ist die Benutzung des Tunnels kostenlos. Auf der Insel Margaröy liegt das Nordkap. Seinen Namen hat der 300 Meter hohe Felsen vom englischen Seefahrer Richard Chancellor, der die Insel 1553 umsegelt hat. Er dachte, dass es sich dabei um norwegisches Festland handeln würde. Inzwischen weiß man ja, dass es nicht der nördlichste Punkt Europas ist, was gerne behauptet wird. Die Landzunge Knivskelotten befindet sich westlich vom Nordkap und liegt ein Stück nördlicher. Sie ist aber nur zu Fuß erreichbar und nur wenige Touristen machen die 8 Kilometer lange Wanderung. Das Nordkap-Plateau mit seinem Parkplatz ist dagegen viel bequemer zu erreichen. Der Besuch des Nordkap-Plateaus kostet Eintritt. Für einen Erwachsenen sind es umgerechnet ca. 30 Euro. Dafür darf man aber auch 48 Stunden bleiben und mit seinem Wohnmobil auf dem Parkplatz übernachten. Der Felsen auf dem 71. Breitengrad ist das Traumziel vieler Touristen. Er zieht jedes Jahr über 200.000 Besucher an. Wir sind bereits zum 2. Mal am Nordkap und seit unserem ersten Besuch hat sich, so auf den ersten Blick, eigentlich nichts verändert. Außer dass es viel mehr Wohnmobile auf dem Parkplatz stehen als damals. Wir sehen Kennzeichen aus ganz Europa an den Fahrzeugen. Mit unserem Unimog sind wir auf jeden Fall die Exoten. Allrad ist für eine Reise durch Skandinavien auch nicht notwendig. Aber für uns ist die Fahrt zum Nordkap Teil unserer Weltreise, die uns mit dem eigenen Fahrzeug auf alle Kontinente dieser Erde führen wird. Deshalb sind wir auch hier mit unserem Unimog unterwegs. Das einzige Gebäude auf dem Plateau ist die Nordkap-Halle. Das Informationszentrum ist die erste Anlaufstelle für Besucher und man kann sich darin über die Geschichte des Nordkaps informieren. Seit 1988 steht auf dem Nordkap-Plateau das Denkmal Kinder der Welt. Die Idee dazu hatte der norwegische Schriftsteller Simon Flem Devold. 7 Jungen und Mädchen aus verschiedenen Ländern wurden auf die Insel Margaröy eingeladen und bekamen die Aufgabe, aus Ton eine Münze zu entwerfen. Nach diesen Entwürfen sind dann die Bronzeskulpturen in groß gestaltet worden. Sie stehen als Symbol für Zusammenarbeit, Freundschaft, Hoffnung und Freude. Ergänzt wird das Denkmal durch die Skulptur Mutter und Kind. Es ist den Fischerfrauen und ihren Kindern gewidmet, die nach ihren Männern Ausschau halten. Auch wenn das Nordkap nicht Europas nördlichster Punkt ist, zieht es die Menschen magisch an. Ein Priester aus Italien, der hier im Jahr 1664 war, gilt als der erste Tourist. Der eigentliche Tourismus begann Mitte des 19. Jahrhunderts und seitdem hat der Felsen nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Hier ist vieles anders als im Rest Europas. Neben der beeindruckenden Aussicht auf das europäische Nordmeer
fasziniert die meisten Menschen wohl das Ereignis der Mitternachtssonne. Das Nordkap gehört bereits zur arktischen Region, deren Kennzeichen unter anderem der Polartag ist. Das bedeutet, dass von Mitte Mai bis Ende Juli die Sonne 24 Stunden am Himmel steht. Leider ist das noch lange keine Garantie dafür, dass man sie auch sieht. Das Wetter hier ist sehr wechselhaft und es kann genauso gut passieren, dass man tagelang im dichten Nebel steht. Bei klarem Wetter jedoch ist es wirklich ein einmaliges Erlebnis, wenn man sieht, dass die Sonne um Mitternacht nicht im Meer versinkt, sondern am Himmel einfach weiterwandert. Dann versammeln sich alle am Globus, der 1978 als Zeichen des globalen Treffpunktes aufgestellt worden ist.